Also bei mir läuft das hier alles ganz wunderbar. Es läuft technisch einwandfrei. Die meisten hören uns auch. Vielleicht Lautsprecher an oder nochmal rein und nochmal raus. Also wir schauen, dass wir immer alle gleich wieder reinholen in die Meetings. Aber bei den meisten läuft es rund, aber so ein paar schreiben, sie hätten dann Probleme mit dem Ton. Also das kriegen wir bestimmt. Susanne macht ein bisschen Troubleshooting. Wir machen Troubleshooting hier hinten, ja, genau. Aber jetzt möchte ich euch kurz unsere heutige Expertin vorstellen. Sie hat promoviert in Neurowissenschaften, hat ein Millionen-Business aufgebaut mit Filialen oder Standorten in Europa, in Lateinamerika und in Asien. Und man nannte sie den Deal Closer, weil sie die beste Verkäuferin immer war. Und das finde ich großartig, dass wir jetzt so von ihr lernen dürfen. Heute ist sie als Positionierungs- und Vertriebsexpertin bekannt und ist auf den großen Bühnen unterwegs, wenn nicht gerade Corona ist. Und deswegen wurde sie auch ausgezeichnet als Speaker of the Year vom Red Fox Award. Und heute gibt sie ihr Wissen weiter als Mentorin und eben auch Trainerin, Rednerin, und sie ist eine ganz tolle Business-Begleiterin. So, und in unseren nächsten 90 Minuten wird sie uns zeigen, wie man zum Geldmagneten wird. Und das finde ich mega spannend, weil sie hat das geschafft. Sie hat genau das geschafft, dass sie die Kunden anzieht, die sie gerne möchte. Und sie verkauft hochpreisige Produkte mit ganz viel Sympathie und ganz viel Kompetenz. Also sie macht das ganz wunderbar. Und ich bin ganz gespannt über die Erfolgsgeheimnisse, die du jetzt in den nächsten Minuten mit uns teilen möchtest. Viel Spaß mit Dr. René Moore. Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, Susanne, für die tolle Anmoderation. Thank you so much. Und es ist eine große Ehre, mit so viel wunderbaren Leuten heute Abend dabei zu sein. Thank you so much. Vielen Dank, dass du die nächsten 90 Minuten von deiner wertvollen Zeit mit mir verbringst. Und ich verspreche dir, dass ich gebe so viel wie möglich in den nächsten 90 Minuten, dass das hilft dich, auf die nächste Ebene zu kommen. Wie Susanne hat gesagt, ich bin René Moore, Dr. René Moore, promovierte Neurobiologin, aber am meisten Texas Girl, die vor 18 Jahren nach Deutschland umgezogen ist. Und du hörst gleich das Rest von meiner Geschichte. Aber ich habe eine große Bitte. Ich fange an, Deutsch zu lernen. Ich habe ganz international gearbeitet, mein komplettes Leben. Und ich fange an, Deutsch zu lernen nur seit 4 Jahren. Als Susanne Büttner und ich, wir haben uns kennengelernt, ich konnte kein Wort Deutsch sprechen. Und mittlerweile ist das ein bisschen besser gegangen. Aber ich danke dir, ich weiß, ich spreche Imperfect Action Deutsch. Ich habe mein eigenes Dialekt und ich mache viele Fehler. Und ich danke dir im Vorfeld für eure Geduld mit meinem Deutsch und ich sage immer für euer kreatives Zuhören. Manchmal kann es sein, dass ich sage etwas, dass du denkst, was war das? Du kannst gerne in die Chat-Funktion Fragen eintippen. Susanne hilft dir, wenn es gibt etwas, das du hast nicht verstanden. Bitte schick uns einen Chat. Susanne versteht mein Englisch relativ gut und sie können viele Dinge für uns erklären. Thank you so much. Oh, Helen Fish, thank you. Thank you, thank you, thank you. Weißt du was? Ich glaube, wenn du nimmst alles, was ich zu sagen habe über die nächsten 90 Minuten und du bringst das zusammen, you distill it in einem Satz. Hier ist das. Nimm Imperfect Action. Mach dein Ding, egal wie imperfect das ist. Und das ist das große Geheimnis für Erfolg und Erfüllung. Perfektionismus hinter dir lassen. Und ich weiß, in Deutschland, wir leiden unter einer sehr strengen Kultur, das sagt, alles muss perfekt sein. Aber lass mich dich als die Texanerin, die American Dream in Deutschland aufgebaut hat, lass mich dich mit meiner Selbstliebe und meinen Weg, imperfekt zu sein. Lass mich dich mit diesem Thema inspirieren. Okay? So, jetzt fangen wir an. Ich habe ein paar Folien. Wir schauen, wie das geht mit den Folien. Susanne, ich lasse dir mit den Chats
bitte, wenn du noch nicht in dem Chat angemeldet hast und sagst, wo wohnst du, wo kommst du aus, where are you? Where are you coming from tonight? Einfach in das Chat eintippen und bitte eine gute Beziehung mit den anderen Teilnehmern in dem Chat aufbauen. Wien, freue mich, dass du da bist. Cologne, Berlin, schön. Hey, Münster, ich hatte Münster vorgelegt, Düsseldorf, Fürth. Wow, das ist so schnell, ich kann nicht auslesen. Frankfurt, Stuttgart. Karlsruhe. Ich komme live heute von meiner Zuhause in der Pfalz. Ich bin jetzt eine Pfälzerin. Ich kann leider kein Pfälzisch sprechen, aber ich liebe mein Leben in der Pfalz. So, ich komme heute aus Neustadt an der Weinstraße. So let me see if I can do the technique properly and share my screen. Share. Hold on. Kannst du den Bildschirm sehen, Susanne? Kannst du die Folien sehen? Ich kann dich nicht hören. Wir können es sehen, sieht gut aus. Du musst nur noch auf Vollbildschirm gehen, damit das groß ist. Okay, alles klar. Und so geht's das? So ist super. Okay, freue mich. Freue mich, dass du da bist heute Abend. Und ich wollte einfach etwas kürzer erklären, dass diese Training heute ist am besten für dich, wenn du selbstständig bist. Wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmer oder Unternehmerin bist und du vielleicht schon ein bisschen Erfolge in deinem Business schon erreicht hast. Du bist schon auf einem guten Weg und du denkst, man, wie könnte es besser sein? Ich weiß, es gibt etwas, das hängt bei mir, es ist noch nicht so erfolgreich, als ich möchte. Und René, ich will deine Top-Tipps lernen heute Abend, wie ich diesen Durchbruch in meinem Business erreichen kann. Diese Training ist auch gut für dich, wenn du noch nicht erfolgreich bist und du sagst, hey, ja, ich brauche diese Strategie, ich brauche die Strategien schnell. Oder wenn du gerade mit deinem eigenen Business anfängst und du denkst, hey, ich will von Anfang an lernen, wie das wirklich gut gehen kann, dann ist das genau richtig für dich heute Abend. Welcome to my training. Und ich habe ein paar Fragen für dich, weil ich habe bereits seit den letzten 8 Jahren Tausende von Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geholfen, auf dem Weg zu einem profitable Business, das funktioniert. Ein Business, wo die sich gut fühlen, wo die erfüllt fühlen, wo die glücklich sind. Und vielleicht hast du auch dieselben Gedanken als ich. See if I can change my slides. Whoops. Doesn't want to change. Wie wäre es das für dich, wenn du dir keine Gedanken mehr über das Einkommen in deinem Business für die nächsten Monate machen müsstest? Weil dein Angebot so attraktiv ist, dass deine Kunden sich lieben. Du hast endlich ein Angebot, ein Programm, ein Produkt, das deinen Kunden, die lieben es, die kommen zu dir, die sagen, hey, ich habe gehört, dass du hilfst Leute XYZ zu erreichen, ich brauche das. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Wie wäre es für dich, wenn das so ist? Ups. Wie wäre es für dich, wenn jeder kennt dich als der Experte oder die Expertin auf deinem Gebiet? Und du weißt, du bist schon diese Experte oder Expertin. Es ist tief in deinem Herz. Aber jetzt, jeder weiß das. Jeder kennt das. Es ist klar. Und die denken, hey, ich brauche eine Experte, das hilft mir. Ich gehe zu Annette, ich gehe zu Clara. Wie wäre das, wenn das so klar war, dass jeder nimmt dich wahr als der oder die Experten und du keinen Zweifel mehr hast über deine Expertise? Und wie wäre das, wenn du, wie ich, nach ein paar Jahren jetzt, nur 3 Tage in die Woche aktiv arbeiten müsste und dann damit genug Geld verdienst, dass du bist glücklich, du bist erfolgreich, du fühlst dich erfüllt
und du genug Zeit hast. Du hast kein 2-Tage-Wochenende, du hast ein 4-tägiges Wochenende. Ich arbeite nur Dienstag, Mittwochs, Donnerstags. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag frei, dass ich Zeit mit meiner Freundin und meiner Familie verbringen kann. Und mein Hund. Wie wäre das für dich? Dann bist du hier bei diesem Training genau richtig, weil ich zeige dir, wie ich es geschafft habe in unterschiedlichen Businesses. Heute habe ich meine 11. erfolgreiche Business. Ich habe meine 11. millionenschwer Business aufgebaut, ohne zu viel Burnout, ohne zu viel Zweifel und dass ich wirklich mein Leben genießen kann. Ich bin Dr. Renee Moore, promovierte Neurobiologin, geboren in Texas und eins von wenigen Frauen, dass du auf die große Bühne unterwegs siehst in Deutschland. Ich liebe mein Leben hier und ich freue mich, dass ich mein Leben als Unternehmerin in Deutschland, ich habe keine eigene Business in Amerika gehabt, aber dass ich als Unternehmerin in Deutschland mein Leben gestaltet habe, wie ich es möchte. Und heute bekommst du meine Top 3 Tipps, wie ich das geschafft habe. Das ist ein Quote von einer guten Kollegin von mir, eine Freundin von mir, eine bekannte Schauspieler. Ich habe mit ihm ein bisschen an seinem Coaching-Business gearbeitet, Francisco Medina. Ich weiß es nicht, ob er heute Abend hier ist. Aber er sagt, Erfolg ist eine Wissenschaft, Erfüllung ist eine Kunst. Erfolg ist eine Wissenschaft und Erfüllung ist eine Kunst. So sagt Francisco Medina. Und ich sage dir, hey, ich stimme zu. Erfolg ist eine Wissenschaft. Nicht der Erfolg, was du siehst von all die schleimigen Leute am Internet, get rich quick, ich habe ein Yacht, ich habe 5 Houses. Ich meine, seriöser Erfolg in deinem Business. Berechenbarer Erfolg. Erfolg, dass dein Business funktioniert, dein Leben, du hast ein glückliches Leben und du hast genug und mehr in deinem Leben, von was du möchtest. Erfolg ist eine Wissenschaft. Als promovierte Neurobiologin, ich kann das bestätigen. Erfolg ist eine Wissenschaft. Es ist eine Kombination von Neurobiologie, was fängt an in unserem Gehirn, und ein systematischer Weg, dein Business aufzubauen. Erfolg ist eine Wissenschaft. Das Thema Erfüllung ist eine Kunst. Heute reden wir über das Schritt-für-Schritt-System, wie du diese Wissenschaft, diese Erfolgswissenschaft in deinem Business bringen kannst. Das Thema heute ist, so wirst du zum Geldmagneten. Jeder von uns will mehr Geld in unserem Leben haben. Das ist der Grund, dass wir hier sind. Es gibt doch ein paar Leute, auch die reichen Leute, die Leute, die sehr, sehr, sehr reich sind, die wollen auch mehr Geld in ihrem Leben haben. Heute geht es um das Thema, wie du in 3 Schritte zum ein profitablem, so hard word to say, a profitable business, das du liebst. Und wie du dieses Geld zum dir anziehst, how you attract this money into your life. Und es ist kein Zaubertrick. Erfolg und mehr Geld zu verdienen ist kein Zaubertrick. Erfolg ist eine Wissenschaft. Und ich zeige dir heute Abend in 3 Schritten, wie das geht. Viele von euch kennen mich schon, viele von euch sind ganz neu zu mir, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich bin einfach ein Bauernmädchen aus Texas. Hier ist ein Foto von mir in meinem Esel Ruth. Und hoffentlich du kannst sofort sagen, wer der Esel ist und wer ich. Aber das ist ein Foto von mir, als ich 3 Jahre alt war, an mein erstes Transportmittel Ruth. Und wir waren in Texas, wir waren eins von den ärmsten Familien, die ich kenne. Wir waren so arm, dass manchmal wir haben nicht genug zum Essen.
Als ich 3 Jahre alt war, ich hatte meine Mandel, meine Tonsils, ich hatte ein OP als ein Kind, dass mein Mandel weggemacht war. Danke für das, thank you, thanks for the heart. Dass mein Mandel operiert war und die Krankenschwester ist zu mir gekommen und hat gesagt, Renee, willst du ein Eis essen? Oh, das Eis, das Kühlung sollte gut für meinen Hals sein. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was Eis ist. Hast du für mich bitte Bohnensaft? Wir hatten nur Bohnen gegessen, weil Bohnen und Reis, man weiß, dass man kann lang leben von Bohnen und Reis. Und ich hatte mit 3 Jahren alt keine Erfahrung mit was Eis ist. Und ich muss sagen, der Grund, dass ich erzähle dir diese Geschichte, ist, dass arm zu sein in Amerika ist ganz anders, als es ist in Deutschland. Wenn du arm bist in Amerika, du hast nichts. Du hast keine Krankenversicherung. Du darfst nicht krank sein. Du gehst nicht zum Arzt, weil du kannst das nicht bezahlen. Du hast wirklich nichts. Und dieser Teil von meiner Geschichte prägt mich immer noch bis zum heute. Unsere Kindheit, alles, was geht in unser Unbewusstsein, tragen wir mit uns unser ganzes Leben. Und diese arme Kindheit hat 2 Dinge von mir ausgemacht. Zuerst, es war relativ schnell, als ich 5 Jahre alt war, dass ich habe entschieden, ich will etwas anderes für mich haben. Es ist peinlich. Es war mir peinlich. I was ashamed, so arm zu sein. Es war peinlich für mich. Und ich habe schnell entschieden, dass ich würde etwas anderes aus meinem Leben ausmachen, als was das Schicksal zu mir gegeben war. Ich wollte etwas anderes. Und was gut in Amerika ist, wir haben auch diese Glaubenssätze, dass unsere Zukunft liegt in unseren eigenen Händen. So mit 5 Jahren alt, ich habe gesagt, ich finde meinen Weg raus und ich war sehr gut in die Schule. Ich habe viele Stipendien bekommen. Ich bin 4 Uhr morgens aufgestanden zu lernen, als ich 6 Jahre in der 6. Klasse war ich 4 Uhr morgens aufgestanden zu lernen, dass ich genug Stipendien für meine Universitätsdegree bekommen konnte. Ich weiß, wie es geht, durch harte Arbeit erfolgreich zu sein. Ich habe harte Arbeit geleistet, seit ich 6 Jahre alt war. Und ich weiß, wie es geht. Und ich wollte diesen Teil von meiner Geschichte zu dir erzählen, weil vielleicht deine Geschichte klingt ein bisschen wie meins. Ich hatte keine Chance und ich habe alles, was ich heute habe, für mich selbst ausgeschöpft. Ich bin vor 18 Jahren nach Deutschland umgezogen. Ich hatte meinen Doktortitel in Hand. Ich habe gearbeitet als der Deal-Closer für einen Pharmakonzern. Es war meine Aufgabe, Deals in Werte von vielen Millionen Euro zum Abschluss zu bringen. Und eins von unseren Mitbewerbern hat mir abgeworben, vom Osten Texas nach Solingen, Germany zu kommen. Und innerhalb von 6 Monaten habe ich meinen Job gekündigt. Ich war geschieden von meinem Mann und die Katze und ich, wir sind nach Solingen, Germany gekommen. Und mit diesem Job habe ich schnell entdeckt, dass das war ein großer Fehler. 18 Monate später habe ich meinen Job gekündigt. Mein Job, das hat mir nach Deutschland gebracht, weil es so katastrophal war. Die Firma war absolut katastrophal. Ja, it was really, really bad. Und 18 Monate später habe ich meinen Job gekündigt und dann war ich arbeitslos, illegal alien, die in Deutschland gelebt hat, die kein Wort Deutsch gesprochen hat. Es könnte nicht schlimmer sein. It was the worst situation I could imagine. Ich war immer erfolgreich und jetzt, I was at the bottom. Aber ich habe mich entschieden, okay, ich will in Deutschland bleiben. Ich liebe dieses Land. Ich liebe der Pfalz. Ich liebe die Leute hier. Meine Vorväter stammen aus Deutschland. Ich bin eine Mischung von deutschen Vorvätern und englischen Vorvätern. Ich will hier bleiben. So, ich muss entweder einen Job bekommen, das würde mich deutlich weniger bezahlen, oder ich muss nach Texas zurückgehen und frage, darf ich meinen Mann, mein Haus und meinen Job zurückhaben, oder ich muss meine eigene Firma gründen.
Ich habe bevor diese Zeit nicht überlegt, selbstständig zu sein. Ich habe gedacht, ich habe einen guten Job, ich bekomme mein Gehalt, ich lebe mein Leben und jetzt, was mache ich? Und mit viel Kraft und Mühe habe ich entschieden, vielleicht doch eine Firma aufzubauen, eine Pharmaceutical-Forschungsfirma aufzubauen. Aber das Problem war, ich bin eine Frau in Deutschland. Ich kann kein Wort Deutsch sprechen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht hier in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie das geht, eine Business aufzubauen. Ich bin Vertrieblerin. Ich habe keine Ahnung. Aber es war mir relativ klar, dass für mich es war kein Zurück nach Amerika mehr. Ich habe mich wirklich in Deutschland verliebt und ich wollte hier bleiben. So ich habe diese Variante ausgewählt, dass ich baue meine eigene Firma auf, meine eigene Pharmaceutical Forschungsfirma, als ich 35 Jahre alt war. Als Mitbewerber zu der Firma, das hat mir nach Deutschland gebracht. Es war eine coole Idee. Und mit meiner eigenen Positionierung. Ich habe mich selbst positioniert. Ich habe mir einen E-Mail-Flyer entwickelt. Ich habe eine Website entwickelt. Und ich bin rausgegangen mit dem Telefon in Hand, hat alle die großen Pharmakonzerne, GlaxoSmithKline, Novartis, Bayern etc. angerufen. Und ich habe meine eigene Firma aufgebaut. Innerhalb von 5 Jahren habe ich 10 verschiedene Firmen in 9 verschiedenen Ländern aufgebaut. Ich hatte eine Firma in Hongkong, Indien, Argentinien, Chile, Mexiko, Panama, 2 Stück in der Schweiz, ein AG und ein GmbH, Deutschland und ein Vertriebler in Amerika. Es war sehr erfolgreich. Es war viele harte Arbeit, aber war sehr erfolgreich. Hier ist ein Foto von mir mit meinem Team in Buenos Aires. Ich hatte 30 Mitarbeiter am Ende in Buenos Aires. Ich hatte 9 oder 11 Mitarbeiter in Panama. Das ist mein Team in Indien und so weiter. Und innerhalb von 3 Jahren, innerhalb von 5 Jahren, Entschuldigung, habe ich die Firma für einen großen Gewinn verkauft. Es war erfolgreich. Und es war einfach mit meiner eigenen Positionierung, mein eigenes Betrieb und viele harte Arbeit war das Ding erfolgreich. Dann habe ich überlegt, okay, jetzt was mache ich? Und warum ich dir diese Geschichte erzähle. Ich könnte damals einfach sagen, okay, ich liege in der Hängematte, aber es war mir klar geworden, dass Mama Universe, das ist, was ich nenne, Gott, Mama Universe, hat mir nach Deutschland geschickt und hat mir diese große Erfahrung gegeben als Werkzeug, für was ich heute tue. Ich kenne meine Warum. Alle diese große Erfolg waren nur die Werkzeuge für meine nächste Business. So ich habe mich entschieden, okay, one more time, 11. Firma, erfolgreich aufbauen. Ich habe eine Business Academy aufgebaut, wo ich unterstütze selbstständige Leute, erfolgreich zu sein durch erfolgreiche Positionierung, erfolgreiche Marketing und erfolgreicher Vertrieb. Es war auch ein großer Erfolg. Innerhalb des ersten Jahres habe ich mein Ziel übertroffen und mit der neuen Firma schon über 278.000 € in den ersten Jahr verdient. Das bedeutet, diese Wissenschaft, ein erfolgreiches Business von Anfang an zum Aufbauen, habe ich getestet für mich selbst 11 Mal. Und 11 times hat es funktioniert. Und in den letzten 8,5 Jahren habe ich Tausende von selbstständigen Unternehmer und Unternehmerinnen geholfen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Business, was sie lieben. Ich weiß, wie es geht. Es ist sehr wichtig für die Leute hier, die mich nicht kennen, dass du kennst diese Geschichte, weil es gibt so viele unseriöse Leute an dem Internet unterwegs, dass die wollen dich zeigen, wie du Millionär wirst in 6 Wochen mit diesem unseriösen Angebot. Das ist es wichtig, dass du weißt, dass ich habe das mehrmals gemacht.
So one more time. Und wie ich habe gesagt, ich habe Tausende von Kunden begleitet in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dieser Wissenschaft, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut. Tracy ist eins von meinen Kunden, sie ist Trainer, sie ist eine Firmentrainer. Und die Tipps, was du von mir heute Abend bekommst, Tracy nutzt auch diese Inhalte. Sie war vielleicht Kundin Nummer 4 in meiner neuen Firma, way back, damals, die 4. Kundin. Und von nichts, von einem Job bis eine Firma aufgebaut, innerhalb von einem Jahr die erste 100.000 € Vertrag bekommen von einer großen DAX-Firma. Das bedeutet, was du lernst heute Abend, bringt dir einen großen Schritt weiter in die Richtung von erfolgreich und erfüllt zu sein. Und weißt du was, wenn du sitzt und du sagst, hey Renee, ja, das klingt super, du hast das alles geschafft, aber hier sitze ich und ich fühle mich, dass ich bin immer noch in der Start-Position. Ich kriege kein Momentum, ich kriege keinen Erfolg in meinem Business. Und ich wollte dir etwas sagen, weißt du was, dieses Problem, diese unerfolgreich in dein eigenes Business zu sein, das ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Denk danach, wenn du ein Auto fahren willst, du musst einen Führerschein bekommen, du musst lernen, du musst in die Fahrschule gehen, du musst lernen zum Fahren. Aber wenn du ein Business starten möchtest, musst du nichts lernen. Du kannst einfach von einem Tag bis zum nächsten dein Business starten. Hier habe ich ein Business. Juhu! Ja. And nobody shows you. Niemand zeigt dir, wie es geht, mit dieser Wissenschaft ein Business Schritt für Schritt aufzubauen. Weißt du was? Ich habe auch Kunden, dass die ein MBA, Masters of Business Administration haben. Und die kommen zu mir und die sagen, hey Renee, ich habe ein MBA, ich will mein eigenes Business starten, aber ich habe keine Ahnung. Wir haben das gelernt, aber in Practice, das Umsetzung ist ganz anders, als was du in einem Buch lernst. Es ist einfach nicht deine Schuld. Und weißt du was? Viele Leute sagen dir, wenn du schaust an die Internet, it's so confusing. I'm also confused. Ich bin alle durcheinander, weil du hörst so viele unterschiedliche Empfehlungen. Alles, was du tun musst, erfolgreich zu sein, ist eine teure Corporate Intelligence aufzubauen, eine hochprofessionelle Website zu erstellen, arbeiten mit einem PR-Berater, gehe auf Networking-Events, hol dir einen Social-Media-Expert und investiere alle diese Geld jeden Monat, teilweise monatlich, teilweise einmal, aber 12.000 € und viel Zeitaufwand. Und dann du sitzt da und du denkst, hey, ich habe ein schönes Website, aber ich habe keinen Kunden. Das ist auch nicht deine Schuld, weil du denkst, hey, ich habe ein Logo, ich habe ein Business, die Kunden sollten kommen. Aber das ist der harte Weg, und was wir hören, wir sollten tun. Und heute lernst du, dass was du auf dieser Folie siehst, ist ein wichtiger Teil von deinem Business, aber ist nicht das Basis deines Business-Erfolgs. Das ist zum Beispiel der 2. und 3. Schritt. Heute ich zeige dir einen besseren Weg. Einen besseren Weg, wo du systematisch Kunden bekommst. Wo du systematisch die richtigen Kunden bekommst. Wo du genug Geld für dein Business verdienst und wo du glücklich am Ende des Tages bist. Und wie ich habe gesagt, weil wir nur 1,5 Stunden Zeit haben, ich verrate dir 3 Geheimnisse des Business-Erfolgs. Und die sind meine Top 3 Tipps. Nummer 1, und wir gehen tiefer mit all diesen Themen. Nummer 1 ist, wie du dein Gehirn auf Erfolg programmierst und so viel Geld verdienen kannst, wie du möchtest. Und ich meine seriöse Business, seriöses Geld.
Geheimnis Nummer 2 für heute, was ich verrate, ist, wie du endlich als Experten oder Experte sichtbar und wahrgenommen wirst und deine Expertise nicht mehr angezweifelt wird. Du kennst dich als der Experte oder die Experten und die anderen Leute kennen das auch. Das ist das Basis eines sehr erfolgreichen Business, ist, dass deine Expertise, du kennst deine Expertise, es ist sichtbar und deine Kunden kennen das auch. Geheimnis Nummer 3 ist, wie du in nur 3 Tagen in der Woche aktiv arbeiten müsstest und damit endlich wieder Zeit für dich, deine Familie und deine Freunde und wenn du wie ich, deine Hund hättest und auch das mit einem guten Gewissen. Warum schreibe ich das mit einem guten Gewissen? Es gibt so viele Angebote am Internet unterwegs. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, du wirst auch Millionär in 6 Wochen. Juhu! Alles, was du tun musst, ist mir 100.000 Euro bezahlen und dann du musst 10 andere Leute verarschen, dass die geben dir 100.000 Euro und du wirst auch nur 3 Tage in die Woche aktiv arbeiten und Millionär sein. Das meine ich nicht. Ich bin kein Get-Rich-Quick-Person. Ich bin die Schritt-für-Schritt-Person, das zeigt dir, wie du eine seriöse Business aufbaust, das funktioniert. Und nur mit 3 Tagen, wie ich in meinem Büro, nur 3 Tagen arbeitest möchtest. Alright, Geheimnis Nummer 1. Und das ist das Basis von all deiner Erfolg. Das ist das Basis von all deiner Erfolg, ist, wie du dein Gehirn auf Erfolg programmierst und so viel Geld verdienen kannst, wie du möchtest. Wie du dein Gehirn programmierst. Weißt du was? Was hier drin ist, bestimmt alles. Deine Glaubenssätze bestimmt alles. Und es ist so schlimm manchmal, es ist so unfair, ich sage das so, es ist so unfair, dass diese Glaubenssätze kommen in unser Gehirn zwischen unser 4. und 7. Lebensjahr. Manchmal Experten sagen, es kommt ein bisschen früher in unser Gehirn. Aber die kommen in diese Zeit, als wir Kinder sind und die prägen unser ganzes Leben. Und wenn du keine Kontrolle hast auf deine Glaubenssätze, wenn du keine Arbeit an deinen Glaubenssätzen gemacht hast, ist es wahrscheinlich der erste Schritt, das ist der erste Schritt, das du machen musst, um erfolgreicher und erfüllter in deinem Business zu sein. Wie ich habe am Anfang gesagt, ich war ein armes Bauernmädchen. Das ist ein Foto von mir und wir waren so arm. Und ich habe immer von den Erwachsenen in meiner Familie gehört, dass Geld die Quelle aller Übels ist. Wir haben kein Geld, andere Leute, die Geld haben, die sind schlecht. Oder dass die Nachbarn, die Geld haben, die sind hochnäsig. Es gibt etwas, das schlimm ist, wenn du Geld hast, du bist kein guter Mensch. Und vielleicht, ich glaube, die meisten von meinen Kunden haben auch etwas in diese Richtung erlebt. Dass Geld die Quelle aller Übels ist. Geld ist nicht gut, Geld etc. Geld ist dreckig. Ich habe das auch gelernt als ein Kind, weil wir hatten kein Geld. Und das war eine große Herausforderung für mich, als ich selbstständig war. When I became self-employed, weil the Zweck deines Business, the purpose of your business ist Geld zu verdienen. Du musst Geld verdienen. Wenn du ein Business hast und du kein Geld verdienst, das ist ein Hobby. Das ist kein Business. Es ist ein Hobby. Und das Finanzamt in Deutschland, die weiß das. Die wollen, dass wir mehr Steuer bezahlen und kein Hobby-Business haben. Und wenn wir wollen mehr Geld in unser Leben bekommen,
Wir müssen an unsere Glaubenssätze kümmern. Und als promovierte Neurowissenschaftlerin, ich habe Tausende von Leuten geholfen, dieses Programm in unser Gehirn neu zu erstellen. Wir müssen an unsere Glaubenssätze kümmern. Und als Geldmagneten, weißt du warum? Geld ist nur Energie. Money is just Energie. Wie das Glas ist nur Energie, wie das Baum ist nur Energie. Geld ist nur Energie. Und es funktioniert wie ein Magnet, hence das Wort Geldmagneten. Wenn du, ist es wie dein Unterbewusstsein funktioniert. Wenn du denkst, Geld ist schlecht, Geld ist die Quelle aller Übels ist, Leute, die Geld haben, sind nicht gut, dann ziehst du nie Geld an. Du schiebst das Geld mit deiner Energie weg. Weil wenn dein Unterbewusstsein sagt, hey, Geld ist schlecht, Geld ist die Quelle aller Übels, der nächste Schritt in deiner Logik ist, ich will nicht übel sein, ich will nicht ein schlechter Mensch sein, ich will kein Geld haben. Und du schiebst das Geld zurück von dir und dein Business sofort weg. And I see it over and over again with my customers. The erste Location anzufangen ist mit diesem Programm, das läuft hinter unser Business. Unsere Glaubenssätze, unsere Beziehung mit Geld, unsere Beziehung mit Erfolg. Das ist auch ein Schimpfwort in Deutschland. Dass, wenn man sagt, hey, ich bin erfolgreich, das ist ein Schimpfwort. Weil die anderen Leute werden neidisch. Und Gott in Deutschland, wir wollen Neid vermeiden. Wir wollen alles tun, dass die Leute, unsere Familie, unsere Freunde, die Leute in unserer Umgebung nicht neidisch wird. Geld und Erfolg. Wenn du mehr Geld verdienen möchtest, wenn du erfolgreicher sein möchtest in deinem Business, der erste Schritt ist, an diese Glaubenssätze zu kümmern. Wir müssen, was unbewusst ist, in unsere Glaubenssätze in den Bewusstsein bringen. 90% von was du tust, denkst, handelst, 90% kommt von deinem Unbewusstsein. Und es ist nur 10%, das kommt von das rationale Teil deines Gehirns, deines Bewusstseins. Und der erste Schritt, eine Beziehung mit Erfolg, eine Beziehung mit Geld, eine Beziehung mit den anderen Themen aufzubauen, ist Klarheit zu haben, was ist das Programm, das läuft ständig hinter in unser Gehirn. Wir müssen das in das Bewusstsein bringen und dann loslassen. Und es gibt einen bestimmten Prozess, wie wir das machen können. Aber loslassen, bringen das negative Glaubenssätze von Geld und Erfolg und die anderen Dinge raus von unserem Unbewusstsein in das physikalische Welt durch den Aufschreiben ist der erste Schritt. Und dann loslassen und dann ein neues Programm in unser Gehirn aufzubauen. Neue Programme zu schreiben. In neurowissenschaftlichen Themen, das heißt Reframing. Das bedeutet, wir ergänzen diese negativen Glaubenssätze mit Geld und Erfolg. Wir schreiben ein neues Programm auf in deinem Bewusstsein, in deinem Unbewusstsein. Wir schreiben ein neues Programm auf, eine neue Beziehung mit dem Thema Geld und Erfolg. Ich will, dass du auf deine Blatt Papier, ich will, dass du 30 Sekunden Zeit nimmst. Und ich will, dass du schreibst für dich auf deine negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Vielleicht du hast das schon neu programmiert, aber die meisten von uns, dieses Programm läuft immer wieder. Schreib auf, was ist die erste Ding, das du gelernt hast über das Thema Geld. Geld, die Quelle aller Übels ist. Geld ist schmutzig. Leute mit Geld sind hoffnungslos. Was hast du gelernt in deiner Kindheit? Schreib auf, was du gelernt hast zu dem Thema Geld, was du denkst, dich heute vielleicht zurückhält, von das Thema genug Geld zu verdienen. Was läuft in deinem Gehirn? Und ich will, wenn du bereit bist, das in das Chat einzutippen. I'm going to stop sharing my screen. Ich wollte deine
negative Glaubenssätze, was dir bekannt ist. Ich will, dass du tippst das für mich in das Chat-Function. I'm going to stop sharing the screen and I'm going to look at the chat. Yeah. Now take a drink. Du kannst beruflich noch so erfolgreich sein im PRODUKT, das wird das Geld nicht behalten. Und Affirmations. Was sind deine vielleicht negativ, Geld verdirbt dein Charakter. Das ist, ja, viele Geld verdienen, ja, verdirbt dein Charakter. Das ist sehr bekannt. Und weißt du, was die meisten von uns haben etwas in unserem Unbewusstsein, das hat mit das Thema Geld zu tun. Und das blockiert, wie zwei Magneten. Zwei Magneten können zusammenziehen oder wenn die nicht allein sind, wenn die nicht in Alignment sind, die schieben einander weg. Und mit diesem Programm in deinem Gehirn, in deinem Körper, in deinen Zellen, schiebst du das Geld weg von deinem Business. Oh ja, ja. Harte Arbeit. Ich habe diese Glaubenssätze. Harte Arbeit. Geld verdienen kommt durch harte Arbeit. Und weißt du, was du bekommst? Harte Arbeit. Wenn du diese Glaubenssätze hast, dass nur durch harte Arbeit verdienst du viel Geld, ich will viel Geld verdienen, dann bekomme ich viel Arbeit. Ich hatte diese Glaubenssätze, trotzdem Neurowissenschaftlerin, ich hatte diese Glaubenssätze bis vor 2 Jahren. Ich habe Tage nachts gearbeitet. Und weißt du was? Ich verdiene mehr Geld mit nur 3 Tagen Arbeit jetzt. Ich habe diese Thema losgelassen, das harte Arbeit. Und das Geld kommt trotzdem rein. Es ist so cool. Arme, einfache Menschen haben viel mehr Herz. Ja, genau. Und weißt du, viel mehr Herz. I love that. Ich bin immer noch eine arme Bauernmädchen. Und wir haben viel mehr Herz. Das stimmt auch. Super. Danke für das Mitteilen. Fast alle, wenn dein Thema nicht Geld ist, und 99% von uns, wir haben eine Glaubenssätze wegen Geld, denn es hat zu tun mit Erfolg, denn es hat zu tun in Deutschland mit Neid. Wir wollen alle Neid vermeiden. Und was ich wollte zu dir sagen, ist, das ist einfach, innerhalb von 1 Stunde neu zu programmieren. Du kannst es neu programmieren, in jeden Tag in Erfolg, in Erfüllung gehen. Natürlich würde diese Ding immer hochkommen. Du sagst, hey, oh nein, das ist die alte Glaubenssätze. Ich muss nochmal an das arbeiten. Aber es ist relativ einfach, mit neurowissenschaftlichen Methoden das zu ja, Geld behaltet uns in Sklaverei. Stimmt. Okay, das ist die erste Thema. Ist, dass wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest, der erste Schritt ist, dass wir müssen hier anfangen. Das große Blockaden zwischen dir und deinem großen Ziel ist, was sitzt zwischen deinen Ohren. Es ist eine beautiful, your brain, dein Gehirn ist so ein schöner Teil deines Körpers. Aber es ist auch etwas, das wir müssen ein bisschen, we have to work on it a little bit. Super. Okay, dann gehen wir zum Geheimnis Nummer 2. Danke. Oops. I have to share the screen again. Sorry, hold on 1 second. Technik. Wie geht's euch? Wie geht's everybody? Hast du Spaß? I'm gonna click through. Wir haben noch 460 Leute. So cool. Hast du Spaß, Susanne, Annette, everybody? Lernst du etwas? Do I help you a little bit? Schön, dass du da bist. Du siehst alles sehr schön aus. Okay. Wow, Charlize. Alright, freue mich, dass du da bist. Okay, erster Schritt. Wir müssen hier neu programmieren. And this is easier than you think. I'm going to show my screen again. Okay, Susanna, is that okay? Kannst du das gut sehen?
Wunderbar, sieht gut aus. Okay, alles klar. Wir haben uns ein bisschen an diese wichtige Teil unserer Körper in unserem Business gearbeitet. Das nächste Geheimnis, mehr Geld zu verdienen und erfolgreicher in deinem Business zu sein, hat zu tun mit, wie du endlich als Experten oder Experte sichtbar und wahrgenommen wirst und deine Expertise nicht mehr angezweifelt wird. Weißt du was? Es ist der Experte und die Experten auf ihrem Gebiet, die erfolgreich sind. Es ist der Person oder die Person, das kann sagen, hey, ich bin der Experte, die Experten in diesem Thema. Es ist der Person, das, I think the word is besitzt. They own, dass du besitzt. That you own your expertise. Und das Problem ist, dass viele von uns, es ist schwer zu sagen, genau was deine Expertise ist. Du kennst, was du dein komplettes Leben gemacht hast, aber es ist schwer zu formalisieren in deiner Positionierung, was bin ich der Experte dafür? Und heute lernst du von mir, wie du das endlich gut machen kannst, how you can do it. Und es gibt so viele Glaubenssätze von meinen Kunden in Deutschland. Es gibt diese Glaubenssätze, ich bin noch am Anfang meinem Business, I'm just starting. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich die Expertin oder Experte auf meinem Gebiet bin. Ich bin nur am Anfang. Und das ist nur eine Glaubenssätze. Das ist nur eine Glaubenssätze. Du kannst dich an den deutschen, österreichischen, Schweizer Markt zeigen als Experte. Trotzdem, du bist in deinem ersten Businessjahr als Unternehmer oder Unternehmerin. Es gibt auch unterschiedliche Glaubenssätze. Ich habe wirklich gelernt in Deutschland, ich darf nicht sagen, dass ich eine Experte oder Expertin bin, bis ich ein langjähriges Studium absolviert habe. Renee, es ist einfach für dich zu sagen, weil du bist promovierte Neurowissenschaftlerin, dass du ein Expertin bist. Nein, du musst kein langjähriges Studium absolvieren, ein Experte auch in Deutschland, Österreich oder Schweiz unterwegs zu sein. Ich brauche das IHK-Zertifikat. Ich muss das IHK-Zertifikat bekommen. Dann kann ich sagen, dass ich bin eine Expertin oder dass ich bin gut in meinem Gebiet. Oder ich muss noch ein Dutzend Seminar besuchen, dass ich meinen Expert-Status wechseln kann. Oder ich muss eine Coaching-Ausbildung machen. Ich will als Coach auftreten und ich brauche eine Coaching-Ausbildung. Das ist alles Quatsch. Und ich weiß, weil ich wohne schon 18 Jahre hier und ich arbeite nur mit deutschen, österreichischen und der Schweiz Kunden. Ich weiß, das ist ein Teil von unserer Kultur. Es ist ein Teil von unserer Kollektiv Consciousness hier, dass mit einem Titel, mit der nächsten Ausbildung, dann bin ich Experte. Aber das ist alles Quatsch. Es ist alles nicht so. Es gibt noch etwas, das verhindert unseren Erfolg im Business. Ich brauche keine Positionierung. Ich möchte jemandem nur helfen mit meinem Business. Ich möchte kein serious Business aufbauen. Ich möchte jemandem einfach helfen. Oder, weißt du was, ich habe mich schon positioniert. Das war schon vor 5 Jahren. Ich habe eine Website. Ich bin online. Aber ich habe nicht genug Kunden. Und weißt du was? Alle diese Dinge, auch die Glaubenssätze, was ich brauche, ist ein Logo, eine Website und die Kunden kommen von allein. Nein, das ist alles Quatsch. Zuerst die erste lange Liste von Ausbildungen und all die Dinge, was du brauchst, das baut deine Glaubwürdigkeit und deinen Expert-Status nicht schnell genug auf. Du hast schon alles, was du brauchst. Und ich zeige dir wie. Und diese Glaubenssätze, dass mit einer guten Website, ein Logo, die Kunden kommen von allein, das ist auch Quatsch. Du musst dich promoten.
Du musst rausgehen. Du musst sagen, ich bin der Experte oder die Expertin auf dieses Thema. Du musst dich zeigen als Experte. Du musst dich zuerst kennen als Expert. Und das ist das Herausforderung für die meisten Leute in ihrem Business. Sie sagen, hey, ich habe ein Business, ich bin relativ gut, ich mag Coaching oder ich bin ein Trainer oder ich mag diese Dinge oder das Ding und ich bin relativ gut auf meinem Gebiet, aber es ist Egoismus zum sagen, hey, ich bin verdammt gut, ich bin ein Experte, ich bin der Beste, wir würden das nie in Deutschland sagen, aber ich bin sehr gut, ich bin eine Experte. Wir müssen in Business wissen, was wir sind, Experte oder Expertin dafür und wir müssen das zeigen, sichtbar machen und erfolgreich kommunizieren. Ich habe das kleines Diagramm gebracht. Ich wohne in der Weingegend. Ich liebe deutscher Wein. Ich wohne in Neustadt an der Weinstraße. Und das Geheimnis ist deine Expert-Status in Positionierung rauszubringen. Positionierung heute geht ganz anders, als es war vor 5 Jahren, ganz anders, als es war vor 3 Jahren, ganz anders. Und heute nach Corona, alle von uns müssen an unsere Positionierung an den Markt kümmern. Und viele Leute denken, oh mein Gott, was ist das denn? Warum ist Positionierung mir so wichtig? Warum muss ich das jetzt tun? Ich stelle dir eine Frage. I turn the slide out for a moment. Yeah, it's too difficult. I stop sharing for a moment. Yeah, there it is. Ich stelle dir eine Frage. Hast du genug Wunschkunden? Hast du genug von den richtigen Kunden? Verdienst du genug Geld von den richtigen Kunden? Hast du Kunden, die nicht Schnäppchenjäger sind? Wenn du sagst, nein, ich habe nicht genug Kunden, ist es zu schwer, neue Kunden zu bekommen. Ich bekomme die falschen Kunden. Das hängt 1:1 mit deiner Positionierung und deiner Sichtbarkeit als Expert. Und weißt du was? Ich kenne wenige Leute, die allein hinsetzen kann und ihre eigene Positionierung groß genug schreiben und auf den Punkt bringen, dass deine ideale Kunden kennen dich als der oder die Experten für sich. Es ist difficult to do. Aber heute bekommst du ein paar Tipps von mir, wie du das schon anfangen kannst. Wenn du nicht genug Kunden hast, wenn du nicht genug Geld für dein Business verdienst, der erste Schritt ist, an deinen Glaubenssätze zu kümmern, aber der zweite Schritt ist deine Positionierung neu zum Schreiben. Warum? Ich zeige dir mein Weinrebe nochmal. I love this Weinrebe. See if I can get her back up here. There she is. Diese Weinrebe, wie du siehst, ganz hier unten, die erste Stufe, der erste Schritt nach Glaubenssätzearbeit ist die Wurzel zu deiner Weinrebe. Die Wurzel sind deine Positionierung. Deine Positionierung sind die Wurzel deiner Weinrebe. Und Positionierung heute geht ganz anders, als es war vor ein paar Jahren. Deine Positionierung ist aufgebaut über deine Glaubwürdigkeit, die Ergebnisse, was du für deine Kunden lieferst, das Klarheit über deine ideale Kunden in deiner Zielgruppe, deine warum machst du jeden Tag, was du machst und warum sollte irgendjemand interessieren. Dein Expert-Status und dein Zone of Genius, das kommt alles zusammen in deine einzigartige, dein unique selling proposition, dein einzigartige Positionierung, das bist du. Und die anderen 450 Leute auf diesem Video-Training, die haben ihre einzigartige Positionierung. Du hast deins, die haben ihre, everybody's is different. And that's what's so beautiful. Deine Positionierung, eine starke Positionierung ist das Basis deines Businesserfolgs. Und wenn du das noch seit
2, 3, 5 Jahre, wenn du hast nicht deine Positionierung auf den Punkt gebracht, du bist heute falsch positioniert. I will go one step further and say, wenn du nicht seit der Corona-Krise, wenn du noch nicht an deine Positionierung noch mal geschrieben hast, bist du wahrscheinlich heute falsch positioniert. Alles ist heute like that über die letzten 6 Monate. Und dann von dieser starken Wurzel kommt das Stamm, dann kommt dein Branding, dann kommt deine Website, dein Corporate Intelligence und das Sichtbarkeit von deiner Einzigartigkeit als Positionierung, kommt dein Brand. Dann nur von einem starken Positionierung, ein starker Brand, nur dann kommt die erste, das ist die Marketing. Nur wenn die anderen Schritte da sind, kannst du erfolgreiche Marketingprozesse aufbauen. Nur dann wird dein Marketing erfolgreich sein. Und viele von meinen Kunden sagen, ich mag das Marketing, ich mag das Marketing. Aber wo ist deine Positionierung? Oh, ja. Und du verlierst Geld mit Marketing, weil deine Positionierung nicht sitzt. Okay, lass uns zurückgehen. Das ist ein kleines Beispiel in dem Verhältnis zwischen Positionierung, Branding, Marketing, Verkauf und Erfolg. Positionierung, dein Expert-Status rauszubringen in Positionierung. Und heute Positionierung geht ganz anders. Und ich bin ein Experte für das Thema Neuropositionierung und Neuromarketing. Dein Positionierung und Marketing muss in das limbische System deines Kundens gehen. Es muss eine Verbindung aufbauen, es muss Vertrauen aufbauen. Und das geht durch Neuropositionierung heute. Und bitte schreib das aus. In deiner Positionierung heute, du brauchst deine Warum, dein Zone of Genius, dein idealer Kunden oder deine Zielgruppe, deine Ergebnisse und deine Glaubwürdigkeit. Und das muss alles zusammenkommen in deiner Positionierung. Ich gehe ein bisschen tiefer mit ein paar Themen, aber nur weil wir so viel Zeit haben, ich kann nicht so tief in alle die Themen gehen. Aber I tell you a little bit about some of them. Deine Positionierung muss dein Produkt verkaufen und nicht nur deine Marke aufbauen. Ich finde, es ist total witzig, wie viele Leute sagen, ja, okay, ich habe Personal Branding gemacht, ich bin sichtbar. Ja, aber was ist das Verhältnis zwischen deiner Sichtbarkeit und deiner Positionierung, was du verkaufen willst? Das ist, wie ich das anders mache. Ich fange an und du kannst anfangen mit, was will ich verkaufen? Was will ich verkaufen? Das ist der erste Schritt. Und dann, was macht mich als Experte oder Expertin für diese Dinge zum Verkaufen? Was will ich verkaufen? Deine Position muss dein Ding verkaufen, nicht nur deine Sichtbarkeit verbringen. Es muss dein Ding verkaufen. Schritt Nummer 2, bei deiner Position gezählt. Das ist, wo viele Leute falsch machen. Bitte, wenn du bist am Anfang deiner Business, please listen to this. This is so important. Es ist wichtig für jeder, aber viele Leute machen das falsch. Die sagen, hey, ich bin nur in Business seit 1 Jahr. Und die denken nicht danach, was hast du vorher gemacht? Das macht dich als Experte heute. Bei deiner Positionierung zählen deine gesamte Erfahrung und Talente und nicht nur deine Erfahrung seit deiner Selbstständigkeit. Alle diese Erfahrungen mit deinen Firmenarbeiten, mit alles, was du vorher gemacht hast, muss zusammenkommen in deine Positionierung. Es baut deine Glaubwürdigkeit auf. Das war das Basis deiner Entscheidung, selbstständig zu sein. Bitte das nicht vergessen. Schau zurück, was habe ich in meinem vorherigen Leben gemacht, bevor ich selbstständig war, und wie bringe ich das in meine Positionierung zusammen rein. Und sehr, sehr wichtig, fast jeder macht diese Fehler. Wenn ich schaue auf meine Kundens Website, bevor unsere Zusammenarbeit, die sind positiv, ich bin Coach, ich bin Trainer, ich biete 64 Keys an, I do this training, I do Lego Serious Play. Das sind Werkzeuge. Kunden kaufen kein Werkzeug, die kaufen kein Training, die kaufen kein Coaching, die kaufen kein Beratung, die kaufen Ergebnisse.
Und fast jeder Kunde am Anfang unserer Zusammenarbeit, die fangen an mit Werkzeugen zu verkaufen. Ich bin Expertin in Innovation und ich bin Experte in diesem Thema. Aber die verkaufen keine Ergebnisse. Die sind unklar, was die als Ergebnisse liefern kann. Und das ist nicht in das Positionierung und das ist nicht in das Produkt. Wir müssen Klarheit haben, was wir für Ergebnisse liefern können und nicht auf Werkzeuge positionieren. Deine Glaubwürdigkeit ist das Alpha und Omega dein Businesserfolg. Und in deiner Positionierung, deine Glaubwürdigkeit auf Experte, Referenzen zu haben. Deine Glaubwürdigkeit ist sehr wichtig. Und dann hier ist, was ich mag, ganz anders. Hey, du bist einzigartig. Du als Coach machst das anders als die nächste Coach. Du bist einzigartig. Und es ist dein Zone of Genius, deine Einzigartigkeit, das wir müssen in dein Business bringen. Es ist deine Einzigartigkeit in dein Zone of Genius, das macht das große Unterschied zwischen ein Business, das nicht erfolgreich ist, und ein Business, das sehr erfolgreich ist. Renee, was ist dieses Zone of Genius Thema? Dieses Zone of Genius Thema, das ist deine Einzigartigkeit. Und ich habe ein Formular, wissenschaftliches Formular. Was ist dein Zone of Genius? Oops. I can get out of this. Entdecke dein Zone of Genius. There we go. I don't know how to get rid of this. There we go. Dein Zone of Genius ist gleich deine Talente, alle deine Talente plus deine Leidenschaft, plus dein Lebensweg, plus deine bisherige Erfahrung. Bitte schreib das auf und als Hausaufgabe. Ich will, dass du schreibst auf, mein Zone of Genius ist. Ich habe diese Talente und diese langjährige Erfahrung. Ich liebe das zu tun. Ich bringe das zusammen in meine Position, in meinen Zone of Genius. Entdecke deinen Zone of Genius. Es ist, was macht dich einzigartig, ist dein Zone of Genius. Diese unterschiedliche Kombination, was du erlebt hast, was du gemacht hast, das muss sichtbar sein. Dein Expert-Status hat zu tun mit diesen Dingen, nicht mit der nächsten Ausbildung. Du musst kein mehr Geld investieren in die nächste Ausbildung, die nächste NLP-Class, das nächste Ding. Du musst einfach wissen, was du schon hast, in deiner Erfahrung, in deine Talente, wie wir das zusammenbringen können und sagen, hier bin ich, die Expertin oder der Experte auf meinem Gebiet, in meinem Zone of Genius. Forget the next Ausbildung. Okay, Einzigartigkeit. Ich sage immer zu meinen Kunden, alle die Fische, die Goldfisch, die schwimmen in eine Richtung. Ja? Es ist die lila Fisch, das ist mein Lieblingsfarbe, das dreht sich um und sagt, hey, ich bin einzigartig, ich schwimme in die andere Richtung. Das sind die Steve Jobs, das sind die Elon Musks. Das sind die Leute, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Aber das ist auch du und ich. Wir brauchen das Mut zum Sagen, ich arbeite und ich lebe in meinem Zone of Genius. Deine Einzigartigkeit ist dein Top-Asset, es ist deine Top-Kapazität. Und wir müssen das in dein Business reinbringen. Das ist das Geheimnis, erfolgreich und erfüllt zu sein. Ich liebe meine Arbeit mit meiner Kundin Martin König, Durchblick-Coach. Charlize, du kennst ihn. Charlize, Martin hat dich zu mir empfohlen. Martin schickt mir viele Kunden. Martin, wir haben einfach an seiner Einzigartigkeit als Firmentrainer gearbeitet. Und jetzt, er verkauft keine Tagesberatung an seine Kunden, statt das Packages für 15.000 Schweizer Franken, 20.000 Schweizer Franken. Und Martin arbeitet in seinem Zone of Genius und ist sehr, sehr erfolgreich gegangen. Er hat mich ein Voicemail vorgestern oder letzte Woche gelassen, dass er ist ausgebucht, trotzdem Corona, bis Ende nächstes Jahr. Ich bin so mega glücklich für ihn. Und das hat zu tun, dass er kennt seinen Expert-Status jetzt, er lebt deinen Expert-Status und er verkauft
seinen Programms und seiner Beratung von seinem Expert-Status. Und weißt du was, es ist egal, in welchem Markt du schaust, ob das der Trainer, Berater, Coaching, Steuerberater, Business, ich habe viele Kunden, die Steuerberater sind, es ist ihre Positionierung in ihrem Expert-Status. Die Leute, die in ihrer Positionierung auf Expert-Status positioniert sind, die sind die erfolgreichsten. Und weißt du was, ich habe Firmen positioniert, von künstlicher Intelligence-Firmen in Virtual Reality-Firmen, ich habe die positioniert, bis Energy Healers and everyone in between. Egal was du tust, dein Expert-Status in deiner Positionierung ist das Basis deines Erfolgs. Es ist die Basis, dass du die richtigen Kunden bekommst. Es ist die Basis, dass du arbeiten musst, nur 3 Tage unter die Woche und dass du machen kannst, was du willst in deinem Business. Das ist das Geheimnis. Geheimnis Nummer 2. Geheimnis Nummer 3 ist, wie du in nur 3 Tagen in der Woche aktiv arbeiten müsstest und damit endlich wieder Zeit für dich und deine Familie und deine Freundin hattest. Und wie ich Zeit für meinen Hund habe. Es ist mir besonders wichtig. Nach deinen Glaubenssätzen, nach deiner Beziehung mit Geld und Erfolg, nach deiner Positionierung in deinem Expert-Status kommt der nächste Schritt. Wenn du auf Expert-Status positioniert bist, verdienst du mehr Geld. Und wenn du mehr Geld verdienst, kannst du auch entscheiden, weniger Tage zum Arbeiten. Ich weiß, wie viel Geld ich will verdienen in meinem Business und jetzt als Expert kann ich das in 3 Tagen unter die Woche schaffen. So, das Geheimnis Nummer 3 hat zu tun mit einer professionelles Price Structure und wie du professionelles dein Angebot gestaltest und verkaufst. Und hier kommt die alte Glaubenssätze von vielen Leuten. Ich muss einen kleinen Preis nehmen, weil ich weniger Ausbildung habe. Ich muss einen kleinen Preis nehmen, weil ich bin einfach am Anfang. Ich muss einen kleinen Preis nehmen. Wer hat dir das gesagt, dass wenn du am Anfang dein Business bist, du bist nicht gut genug, einen guten Preis zu bekommen? Nobody. Das ist nur hier. Weißt du was, wenn du weißt mit deinen Glaubenssätzen, dass du eine Experte oder Expertin bist und wenn du positioniert bist auf deinen Expert-Status, du verlangst einen hohen Preis für deine Arbeit. Die Expert ist nie der billigste. Oft ist der Expert oder die Experten die teuerste oder mindestens Mittelpreis und höher. Aber Expert-Status bedeutet hoher Preis. Schritt 1, we have to raise your prices, wenn du auf Expert-Status positioniert bist. Raise your prices. Das ist der erste Weg, wie du mehr Geld verdienen kannst in weniger Zeit. Und es ist sehr interessant. Ich habe so viele Leute, die kommen zu mir, René, ich verdiene 80 Euro pro Stunde als Coach. Ich verdiene 90 Euro pro Stunde als Coach. Ich verdiene das. Und es ist so interessant, wenn die kennen sich als Experten und alle die Erfahrung, wir können automatisch manchmal den Preis sofort verdoppeln. Wenn du auf Expert-Status positioniert bist, können wir sofort deinen Preis erhöhen. Es gibt noch eine Glaubenssätze zu diesem Thema, ist, dass viele Kunden sagen, hey, weißt du was, ja, das ist cool, aber ich verkaufe 1 Stunde Coaching. Niemand kauft mehr das als 1 Stunde Beratung und Coaching. Ich kann nur 1 Stunde Coaching an meinen Kunden verkaufen. Und ich sage nein. Alle meine Kunden, die Experts sind, die tauschen ihre Zeit nicht gegen Geld aus. Sie verkaufen größer, sie verkaufen Packages, sie verkaufen Programms, sie verkaufen Ergebnisse. Ein Experte verkauft Ergebnisse. Die verkauft Ergebnisse. Nicht 1 Stunde Coaching. 1 Stunde Coaching bringt nichts. 1 Stunde Beratung, ein Tagesworkshop mit deiner Firma. Die wollen Ergebnisse haben. Experten liefern Ergebnisse und die verkaufen keine Stundenzeit, keine Tageszeit. Die verkaufen einfach größer und die verkaufen Programms. Nochmal diese Glaubenssätze. Mein Preis darf nicht zu hoch sein. Wir haben das schon gesagt.
Ich liebe das Zusammenarbeit mit Sabine Kocherhans. Wir haben seit ein paar Jahren zusammengearbeitet. Und Sabine ist zu mir gekommen. Sie hat 1 Stunde Coaching verkauft. Und sie hat eine Package von 10 Stunden Coaching verkauft. Und ich bin zusammen mit Sabine hingesetzt und wir haben Programms für ihre Kunden aufgebaut. Programms, 1-Monats-Programm, 2-Monats-Programm, 3-Monats-Programm. Und es war sehr interessant. Sabine ist direkt rausgegangen. Sie ist eine Macherin. Und innerhalb 48 Stunden nach unserer Zusammenarbeit hat sie ihre erste Package für 3.200 € verkauft. Und es ist so eine tolle Voicemail von Sabine. Gibt es das doch nicht? Ich habe das schon verkauft. Es war so cool. Und 5 Monate später kam die nächste Voice Message von Sabine. Wow! 5 Monate später mit diesen Packages und Programms verkaufen, habe ich meine besten Monate gehabt und ich habe über 40.000 € in Umsatz als ein Coach gemacht mit meinen Packages und meinen Programms. Wie geht das denn? Wie geht das? Ich habe ein kleines Beispiel hier für dich gebracht. Mit jedem Kunden, was ich habe, wir setzen zusammen. Und wir bringen alle deine Erfahrungen, alles, was du liefern kannst. Und wir bauen ein elegantes Programm auf, das begleitet deine Kunden. Und hier ist ein Beispiel für eine kleine Nummer. Ich habe viele Leute am Anfang ihres Business, die sagen, ich will 100.000 € in dem ersten Jahr erreichen. Und hier ist ein simple Beispiel, wie eine kleine Business in Startup über 140.000 € in einem Jahr verdienen kannst mit diesem Programmkonzept. Nicht deine Kunden verarschen, deine Kunden begleiten. Hey, that's a good bumper sticker. I think I need that for my car. Nicht deine Kunden verarschen, deine Kunden begleiten auf ihrem Weg zum Erfolg. So zum Beispiel, du entwickelst ein 3-Monats-Programm, wo du begleitest deinen Kunden durch eine Herausforderung, auf die nächste Level-Ebene Erfolg in ihrem Leben, auf dem Weg zu ein selbstbestimmtes Leben, was du magst, wie immer. Und du verkaufst das Ding für 3.750 €. Natürlich müssen wir zusammensetzen und schauen, okay, wie viele Termine hast du, etc. Aber wir gehen nicht so tief heute. 3.750 € und du verkaufst nur einmal pro Monat dieses Programm. Das ist nur 12 Mal im Jahr verkaufst du diese Programme und hast du schon 45.000 € in dein Business. Aber natürlich, deine Kunden wollen tiefer und intensiver mit dir zusammenarbeiten. Ups. Und du hast auch ein 6 Monate All-Inclusive-Programm und du verkaufst das für 9.750 € und du verkaufst nur 9. Du brauchst nur 9 Kunden pro Jahr. Und nur mit 9 Kunden, dass die dein 6-Monats-Programm gekauft haben, hast du 87.000 € nur mit diesem Programm gekauft. Aber du hast auch ein kluges Gehirn und du willst etwas am Anfang deinen Verkaufsfunnel haben und du hast einen Online-Workshop, das kostet 397 € und du verkaufst das mehrmals im Jahr und du hast 9.000 €. Mit diesen 3 Packages, diese kleine 3 Wochen Online-Kurs, diese größere 3-Monats-Programm, das größere 6-Monats-Programm, hast du nur mit diesen 3 Dingen. Und die sind dieselben Dinge. Es ist, was du magst, einfach in kleiner Format, in mittelgroßer Format, in ein großer Format. Es ist dasselbe Ding, aber jedem Programm liefert andere Ergebnis. Kleine Ergebnis, Mittelergebnis, großer Ergebnis mit dem 6-Monats-Programm. Und nur mit diesen 3 Programms hast du 142.000 € verdient. Und das ist noch nicht die Magie. Wer von uns liebt Verkaufen? Raise your hand if you love to sell. Heb dein Hand hoch, wenn du verkaufen liebst. Die meisten Leute hassen Verkaufen. Ich liebe Verkaufen, weil ich mag das authentisch und ich liebe meine Kunden. Mit solcher einem Business auf Packages, du brauchst nur 4 Kunden pro Monat und hast du 142.000 € verdient. Mit nur 4 Kunden pro Monat.
Du verkaufst nur 4-mal pro Monat und hast du diese große Ergebnisse erreicht. Und weißt du was? Das Geld ist in deinem Konto. Du arbeitest nur 3 Tage in die Woche. Du hast Zeit für deine Familie und Freundin. Und deine Kunden sind glücklich, weil du hast keine Stunden verkauft. Du hast ein Programm aufgebaut, das nimmt deine Kunden an die Hände. Du arbeitest intensiver mit deiner Traumkunden, mit deinen Lieblingskunden, mit den Kunden, die bereit sind, in sich selbst zu investieren. Du arbeitest eng mit diesen Kunden zusammen und du verdienst mehr Geld und hast weniger Stress. Wie cool ist das denn? Ja. Weißt du was? Dieses Package-System, dieses Programmsystem ist nur ein Teil von was du brauchst in deinem Business als Intelligent Processes. Du brauchst Intelligent Processes für Speak to Sell. Du brauchst Intelligent Process für Marketing, Verkauf, für Sale, für Intelligent Process. Intelligent Positionierung Prozess, Intelligent Verkaufsprozess. Erfolg ist eine Wissenschaft. Ja? Erfolg ist eine Wissenschaft und diese Prozesse, diese Schritt-für-Schritt-Prozesse mit Positionierung, mit Verkauf, mit Programms, hilft dir sehr erfolgreich zu sein. Ich habe diese kleine Graph hier eingebaut in eine Coaching mit einer Kundin von mir. Ich habe gesagt, du brauchst Prozesse in deinem Business, dass du systematisch mehr Kunden gewinnst, dass du systematisch mehr Geld gewinnst. Und ich bin glücklich, ich habe ein Team von 5 Freelancer, die mir helfen. Früher hatte ich 53 Mitarbeiter. Und es ist sehr interessant. Leute denken, okay, wenn ich mehr Mitarbeiter habe, werde ich mehr erfolgreich und mehr Geld verdienen. Und ich brauche alle diese komplizierten Prozesse. Aber es gibt einen Sweet Spot, wo mit schlanken Prozessen für Positionierung und Verkauf und mit ein bisschen Hilfe bekommst du den maximalen Profit. Und nach das mit mehr Mitarbeitern und mehr Prozessen, dein Profit steigert am meisten nicht bei Selbstständigen. Okay, das war die 3 Geheimnisse. Geheimnis Nummer 1, wie du dein Gehirn auf Erfolg programmierst. Dein Glaubenssätze sind die Basis deines Erfolgs. Dann dein Expert-Status in deine Positionierung reinzubringen mit den neuesten Neuropositionierung-Methoden. Und dann, wie du deinen Preis erhöhst, weil du dein Expert-Status sichtbar hast, weil du kennst deine ideale Kunden, weil deine Positionierung ist spitze, wie du deinen Preis erhöhst und Packages im Programm verkaufst und mehr Geld systematisch verdienen kannst. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir kommen gleich zum Fragen. Susanne, du bist aktiv in der Chat-Function. Ich kann die Chats nicht sehen. Ich glaube, es gibt... I stop sharing for just a moment. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Hast du etwas gelernt? Hast du etwas aufgeschrieben? Ich blätter durch. Zeig mir ein Thumbs up. Oh, super, Ottmar, das ist cool. Hast du etwas gelernt, Eva, Annette, Iris, Michael, Heike? Hast du etwas von mir heute genommen? Thumbs up. Hast du etwas von mir gelernt? Schön. Schön, schön, schön. Es ist so schön, euch alles anzuschauen. Super. Thanks for the thumbs up. Super, super. Wunderbar. Wir kommen gleich zu den Fragen. Ich gebe nur noch 5 Minuten, was ich sagen möchte. Und dann kommen wir zu den Fragen. Ich freue mich, dass du noch da bist. Ich freue mich, dass du viel aufgeschrieben hast. Ich freue mich, dass ich dürfte dein Coach heute Abend sein. Das hat mir Spaß gemacht. Thank you so much. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Und I show you my screen again. Juhu! Wir waren hier. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und natürlich gibt es mehr. Ich hätte gerne mit euch wirklich persönlich weiter zu helfen. Und ich habe ein eintages Business-Erfolgsworkshop am 16. Oktober in Heidelberg. Juhu! Ich glaube, das ist die 10. oder 11. Mal,
dass ich diesen Workshop gemacht habe. Und es ist bei mir wie alle meine Programms eine Klasse statt Masse Workshop. Das bedeutet, ich erlaube nur 60 Teilnehmer in meinem Workshop, dass ich sehr intensiv mit den Teilnehmern zusammenarbeiten können. Und das ist das Workshop, wo wir fangen an mit deinen Glaubenssätzen neu programmieren. Bis die erste Kaffeepause hast du einen neuen Gedanken, eine neue Beziehung mit Erfolg und Geld. Wir haben das neu programmiert. Du bist mega, mega, mega glücklich und auf dem Weg zum Erfolg. Der zweite Teil von dem Workshop ist, dass wir schreiben deine Positionierung. Wir schreiben deinen Expert-Status. Du hast dein Expert-Status auf den Punkt gebracht. Du kennst dich als Expert. Du hast deine Positionierung neu entwickelt, neu gestaltet und du kannst das sofort in deine Website umsetzen. Du kannst es sofort an den Markt rausbringen. Nach der Mittagspause, wir erhöhen deine Preise, weil du kennst dich schon als Expert. Wir erhöhen deine Preise und wir bauen Programme für deine Kunden auf. Egal, was du machst, egal, ob du Steuerberater bist, egal, ob du Gartenarchitekt bist, wir bauen Begleitungsprogramme für deine Kunden auf. Es ist 10 Stunden Positionierung, Verkauf und Strategie, wissenschaftliche. Es ist eine sehr blaue Workshop. Ich zeige dir das Workbook. Das war von letztes Jahr. Susanne hat das für mich gestaltet. Sieht sehr gut aus. Das ist das Arbeitsbuch, wo du alle deine neue Positionierung, deine neue Programme, deine neue Pricing mit mir entwickelst. Es macht so viel Spaß. Und es ist das Basis ein erfolgreiches Business für 2021. Das ist das Foto von letztes Jahr. Und Beate Forsberg, ich gebe Kunden, dass die kommen jeden Jahr, weil die wissen, dass die müssen jeden Jahr an ihre Positionierung kümmern. Deine Positionierung ist nie fertig. Wenn du permanent an deine Positionierung kümmerst, es wird immer besser, weil du wächst. Deine Expertise wächst. Du bist immer besser und es muss in deine Positionierung kommen. Aber nach dem ersten Workshop mit mir, nach dem ersten One-Day-Workshop, Beate sie ist Verlegerin, sie hat ihre Positionierung neu auf ihre Website gebracht und den nächsten Monat, im November, nur mit dieser neuen Position, nur mit ihrer neuen Klarheit, ihrer neuen Zielgruppe, ihrer neuen Position, ihrer neuen Botschaft, hat sie 11.000 € im November verdient mit dieser neuen Positionierung von dem Workshop. Du kennst, was Sabine Kocher-Hans geschafft hast und es ist nicht nur diese 2 Stunden, es gibt 150 weitere Erfolgsgeschichten auf meinem Website. Und dieser Workshop ist einmal im Jahr und Gott sei Dank ist Corona hinter uns genug, dass das Workshop stattfinden wird. Und ich habe jeden Art von Business in diesem Workshop geholfen. Ärzte, Heilpraktiker, Steuerberater, Coaches, Speaker, Trainer. Für jeden Art von Business ist dieser Workshop gut. Und dieser Workshop, das reguläre Preis für den Workshop ist 797 €. Im Moment, wenn du Interesse hast, ist es 597 €. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch in addition, wenn du nach diesem Webinar, wenn du sagst, ja René, ich will dabei sein, es wird ausverkauft, es ist jedes Jahr ausverkauft und ich glaube im Moment, wir haben ungefähr 20 Plätze noch frei. Es gibt einen Bonus, das du bekommst sofort von mir, wenn du anmeldest und das ist ein 10-Schritte-Videoprogramm. Wir fangen schon an mit deinen Glaubenssätzen programmieren. Wir fangen schon an mit deiner Positionierung. Wir fangen schon an mit deinen Packages aufzubauen. Wir fangen schon an mit all die wichtigen Themen in deinem Business, dass zwischen heute und 16. Oktober bist du auf einer ganz anderen Ebene.
Du hast schon an deinem Business gearbeitet. Du bist schon auf einer anderen Ebene mit deinem Positionierung, deinem Produkt und deinem Pricing. Und diese 10-teilige Videoseries erlaubt dich schnell zum Starten und erlaubt dir schon einen Durchbruch zu haben bevor das Workshop. Und das hat auch einen Wert von 397 €, dieses 10-teilige Videoprogramm. Und das bekommst du sofort. Wenn du sagst, hey, René, ich will dabei, das bekommst du sofort, dass du nicht warten musst bis Oktober. Und dann nur für uns, weil das hat mir so viel Spaß gemacht, wenn du jetzt für das Workshop anmeldest, du bekommst ein Exklusives Live Gruppencoaching-Meeting mit mir am 5. Oktober um 18 Uhr. Wir treffen uns am Zoom und es wird maximal 20 Leute in das Gruppencoaching-Call. Das ist nach dem Workshop, sodass alle die offenen Fragen, was du hast, bringst du in diesem Meeting. Wir haben keine bestimmte Endpunkt. Ich bleibe live an Zoom mit dir, bis wir fertig sind. Egal wie lang das ist. Wir arbeiten zusammen. Wir machen einen Feinschliff an das Positionierung, was du mit mir geschrieben hast in das One-Day-Workshop. Wir machen einen Feinschliff auf deine Programms und du bist auf dem Weg, größer zu verkaufen. Und das ist sehr gut, weil das löst die letzten Blockaden. Das gibt dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es weitergeht für dich mit deiner Positionierung, deinen Programms. Und deine Motivation ist auf einer ganz anderen Ebene. Das Group-Coaching-Meeting hat einen Wert auch von 397 €. Und das ist noch nicht alles. Am 15. Oktober, wenn du meldest dich an für das One-Day-Workshop, am 15. Oktober, du bekommst eine Karte zum dem VIP-Networking-Event. Das fängt an um 18:30 Uhr am 15. Oktober. Ich sage, dass jeden Kunden von meinen Kunden ist ein VIP. Ich liebe alle meine Kunden dieselbe. Und du bist dabei bei diesem VIP-Networking-Event. Alles, was du tun musst, ist dein eigenes Speise und Getränke kaufen. Und wir treffen uns für 4 Stunden, 3 Stunden. Du wirst deine potenzielle Businesspartner kennenlernen. Du wirst potenzielle Kunden kennenlernen. Es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit. Ich bin auch dabei. Das hat auch einen Wert von 197 €. Und was großartig ist, das komplette Ding hat einen Wert von 1.588 €. Aber wenn du dabei sein möchtest, bekommst du alle diese Bonuses von der 597 € plus Mehrwertsteuer. Es ist eine großartige Möglichkeit, wie ich mit dir an deiner Positionierung, deine Packages, deine Pricing zusammenarbeiten kann. Wie du weißt, ich liefere meine Kunden Ergebnisse. Meine Kunden sagen, hey, das Arbeit mit René kostet mir nicht Geld, es bringt mir Geld. Es ist keine theoretische Workshop, es ist kein Persönlichkeitsentwicklung-Workshop, aber doch es wird Persönlichkeitsentwicklung, das passiert mit deinen Glaubenssätzen. Aber wenn du deine Positionierung, deine neuen Produkte an den Markt bringst, du wirst von diesem Workshop Geld verdienen. Hier ist das Link, wo du anmelden kannst für diesen guten Preis und alle die Bonuses sofort bekommen. Und das ist nur bis, Susanne, ich glaube, das ist Samstagabend um Mitternacht, geht diese Action, ist das Action vorbei. Aber einfach, Susanne, vielleicht du kannst das auch in den Chat, das Link eintippen. Ist schon drin. Ja, und was großartig ist, ich muss eine Folie zurückgehen, aber ich weiß nicht, wie ich zurückgehe. Was großartig ist, dass jeder gewinnt von diesem Workshop. Es gibt ein Geld-Zurück-Garantie. Und ich weiß, das ist total verrückt bei einem Workshop. Aber wenn du bei dem Workshop dabei bist und du sagst um 11:30 Uhr, du sagst mir, hey, das ist nicht für mich, Positionierung funktioniert nicht für mich, das Glaubenssätze Reprogrammierung funktioniert nicht für mich, darfst du gehen
und ich bezahle deine Workshopgebühr, die 597 € plus Mehrwertsteuer, voll zurück. Ohne Wenn und Aber. No questions asked. I will love you and hug you and take you to the door. Aber du kannst dein Geld, es gibt keine Risiko für dich. Und warum kann ich das machen? Wie ich habe gesagt, ich glaube, das ist das 11. Mal, ich habe diesen Workshop gemacht, immer mit neuem Content. Und das ist nur einmal passiert. Es ist nur einmal, und ich erinnere mich, diese Dame, dass sie hat gesagt, nein, das ist zu viel für mich, ich bin Steuerberater, ich kann das nicht. Und sie ist weggegangen und ich habe das Geld zurückbezahlt. Ohne Wenn und Aber. And I still love her. Still a good relationship. Aber das ist nur einmal passiert in viele Hunderte davon von Teilnehmern. So es ist kein Risiko für dich, weil ich weiß, was ich an diesem Tag liefert, wird dein Business ändern. Es wird dich ändern, es wird dein Business ändern. Hey, weißt du, was ist cool? Ist das, weil das kein Masse-Workshop ist, es ist eine Klasse-Workshop, du lernst so viele nette Leute kennen, offene Leute, they're like me, die sind positiv, die sind offen für neue Dinge. Es ist eine ganz andere Atmosphäre und ohne Risiko für dich. So, die Frage, die ich für dich habe, ist, bist du bereit, einen Change in dein Business zu machen? Und darf ich dich begleiten, wie ich Tausende von Kunden schon begleitet habe, auf die nächste Stufe von deinem Erfolg? Ich würde mich wirklich freuen, dich zu begleiten, dich zu helfen und dich zu helfen, auch fast 1.000 € zum Sparen. Es ist ein großartiges Angebot. Und ich danke dir, dass du bis die Ende von diesem Programm. Ich wollte noch etwas Kleines sagen. Und das ist, es gibt viele Leute, die sagen, hey, es ist schwierig im Moment mit Corona. Darf ich diese 597 € plus Mehrwertsteuer, es ist alles plus Mehrwertsteuer, in Raten bezahlen? Wenn du auf diesen Link gehst, du darfst in 2 Raten bezahlen. Es ist so cool, es kostet 1 € extra bei Digistore, in 2 Raten zu bezahlen. Das bedeutet, die erste Rate ist sofort fällig. Ich glaube, die zweite Rate ist nächste Monat fällig. Aber das ist, für die Live-Karte darfst du in 2 Raten bezahlen. Und wenn du sagst, Renee, das geht überhaupt nicht bei mir, ich bin fast am Ende, ich möchte gerne dabei sein, aber ich habe wirklich kein 597 €. Auf dieselbe Link, Gott sei Dank für Technik, wir machen das auch als Livestreaming-Event. Das bedeutet, dass du darfst von zu Hause, von deinem Computer, auf dein Sofa, in dein Büro, teilnehmen. Du darfst dabei sein bei der Livestreaming und das kostet nur 149 € plus Mehrwertsteuer. Du bekommst dasselbe Workbook, aber du bekommst die anderen Bonuses nicht. Aber du darfst dabei sein. Es ist eine großartige Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich bin Mama von 2 Kindern, ich kann nicht reisen, ich sitze von zu Hause, dann bitte melde dich an für das Livestreaming-Ticket. Was auch noch gut ist mit dem Livestreaming-Ticket, wenn du sagst, hey, ich hätte gerne dabei, aber ich habe keine Zeit. Ich habe eine Kundin, das wird an diesem Tag heiraten. Ich kann nicht live dabei sein oder in der Livestreaming. Bei der Livestreaming-Ticket darfst du für 1 Monat das Workshop anschauen. Das bedeutet, du bekommst das Link, du bekommst das Video, und du darfst das über die nächsten Monate anschauen. Du musst nicht live dabei sein. Es ist noch besser, weil wenn du bei Livestreaming dabei sein bist, darfst du Fragen stellen. Du darfst an mein Team, du bekommst ein Handynummer, du darfst bei WhatsApp deine Fragen stellen und ich antworte deine Frage. So hoffentlich du siehst, es gibt etwas für jeder. Ich habe alles nachgedacht. Wie kann ich jeder von euch helfen, dein Expert-Status, deine Positionierung, dein Pricing und mehr Geld in dein Business zu verdienen? Und das sind die 2 Möglichkeiten. Bitte schau mal auf diese Webseite reneemore.com/Tages-Workshop-Plus.
Dieses Angebot ist nur für uns und nur bis Samstagabend und dann fängt an, die letzte paar Karten zum Verkaufen auf ohne die Bonuses. So es lohnt sich bis September, bis Samstagabend das zu sichern. Ich würde mich riesig freuen. I stop sharing the screen. If everybody has this link, make a photo. I stop sharing the screen so I can see you again. Ich freue mich, dass du noch da bist. Hast du Fragen für mich? Susanne, kannst du mir helfen mit ein paar Fragen? So, also eine Frage, ich muss mal meine Kamera einmachen. Eine Frage, die während deines Vortrags immer wieder vorkam, war, wie mache ich ein Reframing? Also wie setze ich einen alten Glaubenssatz, einen negativen, in einen positiven? Ja. Hast du da noch ein paar Tipps für uns? Das war ab und zu eine Frage. Es ist ein intensives Prozess, das wir an dem Tag zusammen machen können. Und wenn du weißt, wie das geht, wir machen das mit Erfolg und mit Geld in das One-Day-Workshop. Und wenn du weißt, wie das geht mit diesen zwei Themen, kannst du das an die anderen Themen einsetzen. Das hat zu tun mit das Prozess entdecken, was das Glaubenssätze ist. Bring das von dem mentalsten und der physikalischen Welt raus. Lass das los. Dankbarkeit geben in einen Loslassen-Prozess. Und dann baue ein positives Glaubenssätze auf und verankere das durch einen neurowissenschaftlichen Prozess in deinem Gehirn. Es ist ein Verankern-Prozess. Aber es geht relativ leicht und es macht jede Menge Spaß. So, dann war noch, wer hält diesen Workshop? Also macht das nur du oder gibt es auch noch andere Trainer oder Teilnehmer? It's just me. Es ist just me. Ich habe doch dabei ein Team von Kunden, die haben lang mit mir zusammengearbeitet. Es wird 4 oder 5 Teammembers dabei. Und die würden euch helfen an alle die Tische. Die Tische sind runde Tische, ungefähr 4 bis 5 Leute auf jedem Tisch. Und die würden dich coachen und helfen. Und ich gehe durch das Zimmer und ich helfe auch. Aber es ist nur ich. Es ist kein Multi-Speaker, Multi-Training. Es ist 10 Stunden du und ich. Und ich empfehle dir, dass du planst, Samstagabend auch in Heidelberg zu bleiben, weil nach dem Workshop, wir gehen in eine Bar zusammen und wir feiern unser Erfolg zusammen. So es gibt eine After-Show-Party und es macht auch jede Menge Spaß. Ich liebe meine Kunden und ich meine das von meinem ganzen Herz und ich liebe das Austausch. So wenn das passt mit deinem Schedule, dein Kalender und dein Budget, bitte plan eine zweite Nacht in Heidelberg, weil ich bleibe, wir essen einen Hamburger, trinken ein Glas Wein zusammen und feiern zusammen nachher. Bei mir alles ist immer Arbeit und Genießen, eine gute Mischung von den beiden. Und das würde mir Spaß machen, wenn du keinen kannst. Wenn du anmeldest, live dabei zu sein, und ich hoffe, dass die letzte 20 Karten geht an euch, das würde mich wirklich glücklich machen. Lass mich noch etwas sagen. Falls du sagst, Renee, ich kann keine Entscheidung machen, weil ich habe eine Frage. Susanne, kannst du die E-Mail-Adresse office@reneemore.com eintippen? Schick mir ein E-Mail an office@reneemore.com morgen. Ich habe die komplette Nachmittag geplant, dass ich persönlich am Telefon gehe. Ich rufe dich an, ich brauche deine Telefonnummer. Und ich rufe dich an zwischen 14 und 17 Uhr morgen. Falls du eine Frage hast, wo du sagst, ich weiß es noch nicht, ob ich dabei sein kann, weil ich habe eine Frage. Ich rufe dich persönlich an. Würde mich freuen. What was I saying before that? Networking, After Show, Party. Ich freue mich auf dich. Ich weiß es nicht, was ich wollte sagen. René, wir haben noch eine Frage. Herbert und Ron fragen, wie finde ich ein neues Ziel für eine Neuorientierung?
Wie finde ich was? Sorry, Susanne. Eine Neuorientierung. Also Ja. wenn jetzt Gib mir bitte ein bisschen mehr Infos. Meinst du in deinem Business, dass du nach Corona andere Gedanken hast? Dass du denkst, hey, die alte Business, das passt nicht mehr bei mir, ich brauche eine neue Business. Ist das, was du meinst? Du brauchst eine Neuorientierung, ein neues Business, einen neuen Weg. Dann dieser Workshop ist auch super für dich. Weil wir gehen tief in, was ist deine Talente, was ist deine Zone of Genius und wie kann ich diese neue Business-Idee in ein Business reinbringen. Wenn das ist, was du meinst, das ist auch ein Prozess. Also es wäre ein neues Business, eine neue Idee und weg von dem Alten, schreibt er. Weg von dem Alten. Weißt du was? Viele Kunden machen das. In Corona-Zeiten, ich nehme immer eine Auszeit in Lateinamerika. Ich bin Texanerin, ich bin einfach weg im Winter. Und ich bin zurück von meiner Auszeit gekommen am 26. März. Es war eine große Überraschung. Corona war voll unterwegs. Und ich habe Tag und Nacht, Susanne auch, wir haben Tag und Nacht gearbeitet mit unseren Kunden, die eine neue Orientierung haben wollen. Corona hat viele Dinge in Frage gestellt. Für mich auch. Ich bin vorgestern zurück von einem schamanistischen Visionssuche zurückgekommen. Ich war 12 Tage in den Bergen in einem Zelt ohne Strom und habe wirklich einen spirituellen Prozess gemacht. Viele von uns brauchen eine neue Orientierung. Und das fängt an hier mit unserem Expert-Status und was wir verkaufen können. Das ist auch ein perfektes Thema für diesen Workshop. Ich fange an mit, was willst du? Was ist dein Warum? Für was brennt dein Herzen im Moment? Und nicht alles hinter dir lassen, was du schon gemacht hast. Was hast du für Erfahrung? Was hast du bisher gemacht, das unterstützt dich, das kommt in deinen Expert-Status für deine Neuorientierung? Das ist auch ein schöner Prozess. Ich helfe dir gerne mit diesem Prozess. Dann haben wir noch eine Frage zu den Abstandsregeln. Werden die eingehalten, weil du gesagt hast, es gibt Fünfertische und es gibt ein VIP-Treffen an der Bar. Jetzt gibt es ein paar Sorgen. Halten wir die Corona-Regeln ein? Wir halten die Corona-Regeln. Okay. Ja, das wird schwierig für mich, weil ich umarme jeder. Und wenn du sagst, Renee, ist es mir egal, ich umarme dich. Wenn du sagst, nein, lieber nicht, dann ich umarme dich nicht. Aber wir halten die, und das ist auch ein Grund, dass maximal 60 Teilnehmer dürfte dabei sein. Wir halten die Corona-Regel. Okay. Kannst du noch was sagen, in welchen Inhalten es geht in deinem Tagesworkshop? Wird auch das Thema Online-Marketing und Online-Business dabei sein? Nicht so tief in diesem Workshop. Dieser Workshop geht um deine Positionierung, was besonders wichtig ist für dein Online-Marketing. Ja, so ich gehe tief in diesen Workshop nicht im Thema Instagram, Facebook und Co. Aber ich gehe in, was brauchst du trotzdem, wenn du Online-Marketing möchtest. Du brauchst die richtige Expert-Status, die richtige Positionierung, die richtige Produkt zum Verkaufen. So doch, wir bauen deine Produkte auf, was du an Online-Marketing verkaufen kannst. Aber das Thema, wie vermarkte ich meine Dinge mit den Tools und Tipps und Tricks on Instagram, das ist nicht das Thema. Aber das Basis deines Erfolgs mit Online-Marketing ist deine Positionierung in einem passenden Produkt mit dem passenden Preis. So ich würde sagen, wenn du überlegst Online-Marketing, erster Schritt ist das Positionierung im Product-Workshop und der nächste Workshop wird Online-Marketing. Good questions. I love it. Are you guys still dann haben wir noch eine smiling? Frage. Der Chris fragt, woran erkenne ich, dass ich meine Zone of Genius gefunden habe? Es gibt so viele tolle Bereiche. Ja, das bedeutet, du bist sehr, sehr, sehr clever. Wie viele von meinen Kunden, wenn du sagst, hey, ich habe so viele Bereiche, das könnte zu meiner Zone of Genius gehören,
dann es lohnt sich, alle die unter die Lupe zu nehmen und eine Priorität zu setzen. Vielleicht du bist wie ich kann viele unterschiedliche Dinge machen, aber was bin ich, what am I the best at? Was bin ich besonders gut? Und nicht nur das, was bin ich besonders gut auf einer Skala von 1 bis 10. Und von diesen Dingen, die ganz oben sind, dass ich bin besonders gut at, was will ich? Weil du musst auch auswählen, ich bin gut in 10 unterschiedliche Dinge, aber von diesen 10 unterschiedlichen Dingen, was will ich wirklich? Und der nächste Schritt ist, was habe ich als Expertise, was habe ich als Erfahrung und wie kann ich das zusammen in meinen Zone of Genius packen? Es ist kein Zaubertrick, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, was wir durchgehen. So, dann haben wir noch eine letzte Frage, die Sabine Hofer fragt, ob es einen Workshop gibt, bei dem man Online-Marketing bei dir lernen kann. Nein, noch nicht dieses Jahr. Noch nicht dieses Jahr. Not at the moment. Not at the moment. Es gibt bei mir, was habe ich als andere Produkte? Ich habe das One-Day-Workshop, weil ich bin eins von wenigen Frauen auf der großen Bühne unterwegs. Ich habe auch ein Speaking Bootcamp. Und ich habe ein Einjahres-Business-Begleitungsprogramm, wo ich nehme nur sechs Leute und ich begleite diese 6 Leute für ein Jahr, das fängt an im Februar, Schritt für Schritt ihrem Business aufzubauen durch Positionierung, Verkauf, Speaking, Webinars, Online-Marketing für ein Jahr. Wir treffen uns jeden Monat in einer kleinen Gruppe von nur 6 Leuten. Und dann hast du mir als dein fast Privatcoach, wo du alle deine Fragen an WhatsApp stellen kannst. Es ist super, 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 super. Aber immer bei mir ist der erste Schritt Positionierung, und dieser Workshop ist der perfekte erste Schritt. Und dann bist du auf einer ganz anderen Ebene. Wir können am Ende des One-Day-Workshop darüber sprechen, ob das jahrelang Businessbegleitung für dich in Frage kommt. Jetzt haben wir noch eine Frage von Sabine Drews. Sie fragt, was bedeutet, Entschuldigung, das haben wir schon gehabt. Der Marcel fragt, was bedeutet Imperfect Action auf die 3 Geheimnisse bezogen? Also du hast uns ja heute 3 Geheimnisse gegeben und hast vorher gesagt, Achtung, Imperfect Action und haltet das jetzt die ganze Zeit durch. Kannst du das nochmal näher erläutern für uns? That gives me the perfect opportunity to sell. Imperfect Action bedeutet, book das One-Day-Workshop. Juhu! Und lass uns das zusammen tun. I love this question, weil, weißt du was, das Geheimnis meiner Erfolg ist, ich bin kein Perfektionist, ich habe eine gute Idee und dann nehme ich einen Schritt in die Richtung meiner Ziele. Imperfect Action wäre, dass du diese 3 Schritte, diese 3 Geheimnisse über die nächste Woche eine kleine Action Point, eine kleine Schritt machen kannst in der Richtung von deinen Zielen. Nur eine kleine Schritte. So zum Beispiel für deine Positionierung, schreib aus, was ist meine Zone of Genius? Schreib auf, vertraue dich aufzuschreiben. Ich bin der oder die Expertin für. Ich bin. That's the imperfect action step. Und weißt du was, wenn du meldest dich an für das One-Day-Workshop, du hast alle diese gute Vorbereitungsvideos, was du sofort bekommen kannst, dass du schon fängst an mit deinen imperfect action, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Positionen, mit deinen Produkten. Aber du bekommst auch 3 Videos, Live-Videos von mir in den nächsten Monaten. Das gibt dir noch Imperfect Action Schritte, was du nehmen kannst. Aber einfach schreib dein Zone of Genius auf. Schreib, das ist ein Ding, was du tun kannst. Schreib, was deine Pricing ist jetzt.
und schreib auch deine neue Preisstruktur, wenn du dich wahrnimmst als der Experte oder die Experten. Schreib deinen neuen Preis auf und bring diesen neuen Preis auf den Markt. Das sind 2, 3 konkrete kleine Imperfect Action Steps. I love Imperfect Action und ich danke dir, dass du hast diese Fragen gestellt. All right, my dear, I think we have time for one last question and then we have to stop. Aber before the last question, ich wollte nochmal durch die 7 Seiten durchblättern von den 162 Leuten, die noch dabei sind. Thank you. Thank you. Danke dir. Ich habe ein Herz. There we go. The purple heart. Danke dir, dass du diese 2 Stunden Zeit mit mir verbracht hast. Danke, danke dir. Ich schätze sehr, das war 2 Stunden von unserem Leben, was so wertvoll ist. Ich danke dir. Thank you for being here. Thank you. And I'm going to just click through. Danke. Somebody's got a piggy. Chris, I see your piggy. That's so cute. Thank you, thank you, thank you. Oh, Ursula, du bist auch da. Danke, Sabine. Danke, danke, Detlef, Christian. Danke euch alle. Thank you so much. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you für deine wertvolle Zeit. Okay, Susanne. Last question. Eine Frage haben wir noch, wie gehe ich mit Hindernissen um? Also es liegen uns ja immer mal wieder Steine im Weg, fragt der Ron, und wie kann ich das gut meistern? Mit vielem Mut, ja. Es wird auf deinem Weg zum Erfolg viele Blockaden und Hindernisse kommen, und was für mich, was hilft immer? Erster Schritt, Klarheit zu haben, was ist mein Ziel? Einfach Klarheit haben, was ist mir wichtig und was ist mein Ziel. Schreib deine Ziele auf, dass du 100% Klarheit hast, was du willst und warum du das haben willst. Warum willst du dieses Ziel überhaupt erreichen? Hat das zu tun mit deiner finanziellen Sicherheit? Schreib aus, warum du dieses Ziel erreichen willst, und das ist klar in dir. Und lass niemand dich stoppen. Wie mein USP, be unstoppable. Lass niemand außerhalb von dir Hindernisse in deinen Weg werfen. Don't accept it. Don't accept it. Einfach immer zurückkommen. Warum will ich das erreichen? Warum ist das mir wichtig? Und immer nur kleine Schritte in Richtung deiner Ziel nehmen. Nur kleine Schritte. Es muss keine großen Schritte sein, nur eine kleine Schritte mit all deiner Kraft und all deiner Power, nur eine kleine Schritte in der Richtung dein Ziel nehmen. Und wenn diese Hindernisse kommen, wenn die klein sind, sag, hey, es ist mir einfach egal, es gehe weiter. Wenn die große Hindernisse sind, wenn die finanzielle Hindernisse sind oder manchmal Gesundheitshindernisse sind, dann setz dich zurück. Überlege dich, warum du an dein Ziel kommen wirst, und bring deine Kraft immer wieder zusammen und nimm nur die kleine nächste Schritt. Der Weg zu deinem Ziel, egal wie viele Hindernisse da sind nur eine kleine Imperfect Action Schritt nach dem anderen. Ich habe euch lieb. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Melde dich an, entweder live vor Ort dabei zu sein oder bei Livestreaming. Ich helfe dir gerne und ich wünsche euch eine good night. Ich habe euch lieb. Have a good night. Tschüss. Tschüss.